Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Ich bin Hiro und heute geht es um das Thema Stäbchen. Beziehungsweise auch ein bisschen was über Tischmanieren, weil als ich dann das No-Go-Video gemacht habe, gab es ja schon einige Leute, die gesagt haben, sie wollen auch was über Tischmanieren wissen und Stäbchenmanieren. Und das, was gewünscht ist, wird auch auf jeden Fall gedreht. Ja, jetzt möchte ich dann alles über die Stäbchenmanieren sagen. Also es gibt da noch ganz viele Regeln und ich sag mal, die meisten Japaner kennen das auch nicht komplett auswendig und nicht jeder hält sich auch daran. Ihr werdet es auch verstehen, wenn ihr das seht. Es sind auf jeden Fall sehr viele Regelungen. Manche sind sinnvoll, manche sind fraglich, aber es ist nicht verkehrt zu wissen, was da so gibt und ob man sich daran halten kann oder will. Das könnt ihr selbst entscheiden. Zumindest bei einigen Regeln ist es so, dass man sich schon daran halten müsste, weil das ja doch durchaus die Laune anderer verderben kann. Jedenfalls sage ich mal, los geht's und viel Spaß. Itadakimasu. Am Anfang des Essens sagt man Itadakimasu. Das heißt dann erstmal, ich empfange das Essen. Das wird oft so mit guten Appetit übersetzt, aber der Sinn dahinter ist etwas anders. Also bei Itadakimasu ist es so, dass man sich dafür bedankt, dass man das Essen bekommen hat. Also das ist quasi ein Dankeschön an die Person, die das gekocht hat, die das zubereitet hat. Und auch Dankeschön an die Zutaten. Also man bedankt sich bei den Zutaten, weil man quasi das Leben anderer Wesen genommen hat und das zur eigenen Energiekraft macht. Daher wird auch dieses Dankeschön zum Ausdruck gebracht, um nicht zu vergessen, woher das Essen kommt. Also ich persönlich finde dieses Itadakimasu-Prinzip ganz toll, also dass man sich dann wirklich für alles bedankt. Aber in Japan gibt es da auch ganz viele geteilte Meinungen und auch Leute, die das wirklich für einen Schwachsinn halten. Wie seht ihr das? Ihr könnt das auch gerne ins untere Kommentarfeld hineinschreiben. Also mich würde auch ernsthaft interessieren, was ihr davon haltet. Aber ja, gehen wir mal weiter. So, man soll und darf nicht den Teller mit dem Stäbchen zu sich ziehen. Also wegschieben ist genauso schlecht, aber das heißt dann Yosebashi und das ist verboten. Wenn man etwas verschieben möchte, dann mit der Hand. Utsuribashi, das Wechseln der Stäbchen. Also man geht erstmal zum einen Gericht, berührt es und dann wechselt man doch das Ziel. Also ist hin und her jumpen. Das ist nicht gut. Mayoi-bashi. Man geht mit dem Stäbchen von einem Essen zum anderen rüber und dabei überlegt man sich, was man nehmen möchte. Auch nicht schön. Entscheiden, nehmen, essen. Watashi-bashi. Die Stäbchen werden dann auf dem Teller oder auf die Schüssel gelegt. Auch das wird ungern gesehen, machen sehr viele Leute und ist eigentlich auch nicht so ultra schlimm. Aber man sollte zumindest darauf achten, dass die Stäbchen nicht zur Person gegenüber zeigen. Möglichst dann quer und wenn möglich sollten die Stäbchen auch eigentlich auf dem Stäbchenhalter liegen. Liegt keine Stäbchenhalterung auf dem Tisch, werden die Stäbchen dann so ganz unauffällig, möglichst weit weg von der Person gegenüber, also nah bei dir, so seitlich auf dem Teller oder Schüssel oder irgendwas Kleines draufgelegt. Mit der Spitze, so am Rand. Sashibashi, das Stechen mit dem Stäbchen, also wie eine Gabel oder so zum Beispiel. Das hinterlässt den Eindruck, als ob man ja ein bisschen kindlich ungeschickt ist, weil man mit dem Stäbchen nicht umgehen kann. Und deswegen sollte man das auch meiden. Das habt ihr sicher schon öfter gehört, aber nicht mit den Stäbchen in den Reis stechen. Das gehört sich nicht und das macht man eigentlich nur beim Essen für eine verstorbene Person. Bei der Aktion werden die Stäbchen quasi zu einer Brücke zwischen der irdischen Welt und der Welt der Verstorbenen. Daher macht man das nicht beim normalen Essen.
Saguribashi. Man sollte auch nicht mit dem Stäbchen ins Essen so reinbohren oder reinwühlen, um das beste Stück dann rauszusuchen oder um zu gucken, was da überhaupt drin ist und so. Das gilt auch als unhöflich. Auch da heißt es, nehmen, essen, gut. Hiroibashi. Das Überreichen von Essen von Stäbchen zu Stäbchen, das ist auch ein Tabu. Namidabashi. Es gilt als unordentlich, wenn aus dem Essen irgendwas runtertropft. Am schlimmsten ist es, wenn das tropfende Etwas dann so einfach zu dir rübergezogen wird und alles landet auf dem Boden oder auf dem Tisch oder auf deinem Kleid. Das ist nicht schön. Also man müsste dann so aufpassen, dass nichts tropft. Oder bei der Miso-Suppe ist es auch so, dass man die Schüssel ordentlich hält und auch zu sich zieht, damit nichts dreckig wird. Wenn man etwas aus der Schüssel trinkt, ist es wichtig, dass die Stäbchen entweder auf dem Stäbchenhalter liegen oder dass die Stäbchen halt nicht zur Person gegenüber zeigt. Also die Stäbchenspitze bleibt dann halt so quasi in der Schüssel drin. Neburibashi. Das Lecken oder Lutschen oder am Saugen von Stäbchenspitze. Das wird auch nicht gern gesehen. Seseribashi. Ich glaube, das ist offensichtlich, aber man sollte die Stäbchen nicht als Zahnstocher nutzen. Widerlich. Mogibashi. Das Entfernen von Essensresten von Stäbchen mit dem Mund. Also ablutschen, ablecken, abbeißen. Das wird nicht gern gesehen. Oshikomibashi. Das Reindrücken von Essen, was bereits im Mund ist. Überhaupt nicht schön. Kakikomibashi. Das Reinschaufeln von Essen von der Schüssel. Auch nicht so schön. Uriagebashi. Mit den Stäbchen zum anderen zeigen oder zum irgendein Objekt oder was auch immer. Die Stäbchen sind was zum Essen und sind kein Laserpointer. Übrigens gibt es auch noch was, das ist das Hintereinanderessen von einem einzigen Gericht. Also in diesem Fall liegt ja auf dem Tisch Gyoza und nur weil man Gyoza macht, soll man nicht Gyoza hintereinander komplett leer essen, sondern gleichmäßig Gyoza, Salat, Miso-Suppe, Tofu und so weiter aufgeteilt essen. Warum ist das so? Also nährwerttechnisch wird sich sicher nichts ändern, ob man dann irgendwie so gleichmäßig isst oder ja eins nach dem anderen auf isst, aber das hinterlässt den Eindruck, als wäre man ja gefräßig und das möchte man nicht in Japan. Heißt es. Das heißt dann Kasanebashi. Kasaneru heißt dann übereinander, so aufstapeln oder auch wiederholen. Sprich, die Stäbchen gehen immer weiter zu einem Gericht, immer wieder. Deswegen heißt das Kasanebashi. Ja, ansonsten gibt es auch noch Chigiribashi, also dass man halt beide Stäbchen in zwei Händen so nimmt und versucht, das Essen so auseinander zu reißen. Nigiribashi ist auch nicht so schön, das ist dann, wenn man beide Stäbchen mit einer Hand so greift, um zu stechen. Wäre eher was für Kleinkinder. Was sonst so nicht gern gesehen ist, aber das hat auch nichts mehr mit den Stäbchenregelungen zu tun, aber das ist ja auch halt in Deutschland gleich, wie zum Beispiel mit dem vollen Mund reden oder beim Kauen auch den Mund groß aufreißen. Das ist auch ein No-Go in Japan. Gochusou-sama deshita. Am Ende des Essens sagt man Gochusou-sama deshita. Oder nur Gochusou-sama. Das ist sozusagen die Höflichkeitsform von Essen, Festmahl, Köstlichkeit. Also am Ende bedankt man sich auch noch einmal für das tolle Essen. Damit wird das Essen abgeschlossen. Also das Prinzip ist auch so, dass mit Itadakimasu und Gochusou-sama, mit dieser Dankbarkeit, die man zum Ausdruck bringt, dass dieser Vorgang auch zum Nährstoff der Seele, des Geistes wird.
Auch das finde ich ganz nice. Und grundsätzlich ist es so, dass man alles aufessen sollte und dass auch nicht ein Reiskorn halt noch in der Schüssel übrig bleibt. Aber auch das wird mittlerweile etwas lockerer. Also man muss nicht komplett aufessen, weil es ist eigentlich schlimmer, wenn es einem schlecht wird. Das ist ja auch das, was die Leute, die halt das Essen serviert haben, Essen gemacht haben, nicht wollen. Einige denken, dass man das Essen auf jeden Fall übrig lassen muss, als Zeichen, dass da genug Essen auf dem Tisch gab. Würde man alles aufessen, heißt es ja, es gab zu wenig. Ich bin nicht satt geworden. Was soll das? Nein, stimmt nicht. Das gilt nicht für Japan. Und ja, und das mit dem Aufessen war es auch so. Also früher war das auch mehr oder weniger so ein Muss. Dadurch gab es auch viele traumatisierte Kinder durch das Essen in der Schulzeit. Also das Mittagessen wird ja in der Schule angeboten und die Leute, die es nicht aufessen konnten, mussten auch immer da sitzen bleiben, auch im Klassenraum, während andere Kinder draußen spielen oder schon den Klassenraum putzen. Das ist ein bisschen sehr militant und hinterließ dann auf jeden Fall mental ungünstige, nicht schöne Spuren. Vor allem auch hart, da das Schulessen früher halt nicht so top war wie heute. Heute ist das Essen besser, deutlich besser sogar. Und heute ist es auch kein Muss, dass man etwas aufisst. Man kann auch die Menge vorab bestimmen. Dadurch wird das Essen noch weniger verschwendet. Aber selbst wenn man etwas übrig lassen sollte, ist es schöner, wenn man halt das in einer Ecke so zusammenfasst. Also in einer Schüssel sollte der Reis auch zum Beispiel nur in einer Ecke übrig bleiben und nicht irgendwie so verteilt in 24 verschiedenen Teilen. Aber wenn man zum Beispiel den Reis aufisst, ist es auf jeden Fall angebracht, wenn man auch alle Reiskörner aufisst. Könnte natürlich ein bisschen schwierig sein, wenn man mit dem Stäbchen nicht so gut umgehen kann, aber das kommt mit der Zeit bestimmt. Das sind so die wichtigsten Stäbchenregelungen. Es gibt sicher irgendwie noch weitere, wenn man halt noch danach sucht, weil es gibt ja diese teilweise interessante Manierenlehrer, Manierencoaches, die jedes Jahr neue Regelungen erfinden. Ich meine, es gibt ja auch so eine neue Regelung, wie zum Beispiel die Sitzordnung, die Anzeigeordnung bei einer Zoom-Sitzung. Halte ich für einen kompletten Schwachsinn, aber in manchen Firmen ist das total wichtig. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Also ich finde es auch recht stark, dass manche Leute sowas echt durchziehen. Aber so ist das in der japanischen Gesellschaft. Daran muss man auch in einigen Situationen halten. Ist so, nicht hinterfragen. So, mehr habe ich auch zu diesem Thema erstmal nicht zu sagen. Hat's euch gefallen? Ich hoffe schon. Ja, ihr könnt ja dann jetzt ins untere Kommentarfeld hineinschreiben, was ihr davon haltet. Und wollt ihr auch die ganzen Regelungen lernen? Oder sagt ihr dann, okay, ich esse nie was mit Stäbchen. Ach, und wenn ihr was mit dem Stäbchen essen wollt und nicht wisst, wie man damit umgeht, könnt ihr auch dieses Video checken. Da lernt ihr schnell, wie man damit umgeht. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger, aber früher oder später werdet ihr es schaffen, wenn ihr dran bleibt. Habt ihr weitere Anregungen, Kommentare, Ideen, Meinungen? Schreibt bitte alles in das untere Kommentarfeld hinein. Ihr könnt mich und den Kanal auch gerne mit der Mitgliedschaft unterstützen. Die Infos findet ihr hier unten. Also, wie immer, hoffe ich, dass wir uns wiedersehen. Tschüss. Mata ne. Danke an meine Mitglieder. すごいサポーターの皆さんありがとうございます。ベンジャミンさん、フレクシーさん、ラルフさん、ナディーンちゃんさん、チアナさん、クリスティアンさん、カルドガンさん、シルラスさん、オリバーさん、ミギさん、ラルフさん、パディさん、ダニエルさん、プレイスキル TV さん、ニックさん、ミスター WW フェデレーションさん、パトリックさん、レビタスさん、ジメオンさん、ケビンさん、ミスターロボットさん、トーマスさん、ディーンストライズさん、マーレクスさん、マービンさん、キツネさん、そしてビアミックさん。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。サポーターの皆さん、ドンさん、フィリックスさん、ケイトさん、カニさん、スーパーソニココレクターさん、イマさん、ジョースケさん、エンマさん、ウィンターさん、ロボクラッシュさん、デニスさん、リコさん、カレー32さん、タシンさん、高円寺さん、タイガーパップスさん、ローズさん、テリオンさん、クラウス・ディーターさん、ジルバーさん、
ブルーライトさん、ダイナさん、ポップコーンさん、ジェネローズさん、清水リトルパートナーさん、ザ・ビッグ・コービーさん、ゼルダガールさん、ラスト・ケイオスさん、ロズビータさん、サン、ザウゼルさん、グリーン・エレファント SP さん、ダスティンさん、ドラゴンストライクさん、ブラックアウトさん、アリシアさん、ジラマさん、本当にありがとう。それではまたお会いしましょう。